sind gerade bei der Medienoperative Ulm und drehen unser zweites Video zu Flares und die anderen sind gerade drin, machen schon die ersten Vorbereitungen, kommt einfach mal mit und schaut rein. Der Song handelt darum, wie Frauen ihren Alltag anpassen müssen, um Belästigungen und Bedrängnis aus dem Weg zu gehen und irgendwie sicher durch ihren Alltag zu kommen. Und das bestimmt halt letztendlich ihr ganzes Leben. Und wenn man sich mal die Zitate anschaut, die wir im Video verwenden, dann wurde einem, glaube ich, erstmal bewusst, was das eigentlich bedeutet. Und als Mann, oder zumindest ich, war schon schockiert, als ich das gelesen habe und als ich mich ein bisschen tiefergehend mit dem Thema beschäftigt habe. Deswegen war es mir wichtig, da einen Text drüber zu schreiben und das Thema zu behandeln, um da auch einfach nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, vor allem auch bei Männern, drauf zu lenken. Ey, Niki, komm mal mit. Das Geile ist nämlich, hier sind die Gänge so ultra lang und die Toiletten sind so weit weg, dass die hier mit dem Roller die Gänge runterfahren. Wie ist Flares entstanden? Flares ist schon vor circa 3 Jahren entstanden. Wir haben den Song vor 3 Jahren schon geschrieben. Rein die Melodie war schon alles da. Das haben wir soweit dann auch erstmal fertig gemacht. Rein vom Inhalt, vom Text, dazu hatte der Dani dann die Idee und einen kompletten Text drauf geschrieben, wovon wir alle mega geflasht waren und gesagt haben, den müssen wir so unbedingt machen. Das hat super gepasst. Und dann so das reine Finishing ist dann eigentlich im Aufnahmeprozess entstanden mit zusätzlichen Gitarrenspuren und verschiedene Melodien. Und auch ein Keyboard mal mit reinzunehmen, war für uns erstmal neu, aber haben wir auch super Erfahrungen gemacht und so ist der ganze Song eigentlich dann entstanden und wir sind bis heute mega dankbar, dass wir da so experimentierfreudig waren, weil der Song einfach klasse geworden ist. Ja. Wie sind wir auf die Idee von dem Video gekommen? Ich glaube, ich hatte die Idee, mit den Bildern hinzulegen und das abzufilmen und habt ihr das erzählt. Mhm. Und dann im Gespräch, dann sind wir noch auf ganz viele Ideen gekommen. Wir waren zwischendrin auch mal kurz bei irgendwie eine Dia-Show an die Wand werfen und das abfilmen. Genau, mit Bewegbildern noch dazwischen. Genau, mit Bewegbildern dazwischen und ich weiß, ich hatte dann im Gespräch, sind wir dann auf die Idee gekommen, noch Sachen irgendwo hinzuschreiben und das abzufotografieren. Das weiß ich auch noch. Und dann, wie ging es weiter? Das war echt ein langer Prozess, also von der Grundidee zum fertigen Video, das hat sich ewig gezogen. Das kam so Step by Step. Und die Idee ist wie alt, 2 Jahre. Ich glaube, angefangen haben wir so Anfang Pandemie, kurz nach der Tour. Mhm. So, ja, genau. Na gut, wie kamen die Ideen? Ja, schlussendlich war auch die Frage, wo kriegen wir die Bilder her, wer macht die? Und ich glaube, da hat jeder unabhängig von uns da einfach mal... Wir haben dann angefangen, Stockfotos zu recherchieren, aber das Problem war zum einen, dass man Stockfotos kriegt man halt nicht immer das Passende. Und wollten wir ja auch nicht, wir wollten es ja auch DIY haben. Eben, also wenn man Stockfotos nimmt, dann ist die Frage, kriegt man passende und wie teuer sind die? Und dann kam halt auch noch irgendwie dass wir wollten es persönlicher haben und wir wollten es irgendwie, wir wollten nicht irgendwelche Fotos nehmen. Ja, und da hat man halt ja einfach mega Glück, dass du halt da als ein Fabi... Genau, dann sind wir auf die Medienoperative gekommen. Übrigens, auf die sind wir gekommen über Pornophon, also auch nochmal vielen Dank an Bunny und Pornophon, Grüße. Und das war ein Glück, dass wir an die Medienoperative Ulm e.V. Gekommen sind. Das ist ein Verein, der sich einfach viel mit Film und Fotografie beschäftigt und auch Kontakten zu Schaustellern hat.
und Schauspielern und Schauspielerinnen. Und genau. Ja, und dann haben wir schlussendlich die Vorlagen dann eigentlich gesagt, was wir haben wollen. Und die haben sich dann echt die Mühe gemacht und haben sich Schaustellerinnen geholt und das alles nachgestellt für uns. Einfach so. Ja. Genau. Das ist eine ziemlich coole Nummer. Haben uns die Fotos zur Verfügung gestellt. Ja. Wir haben die dann als Polaroids entwickeln lassen. Ja. Und dann halt arrangiert daheim und jetzt arrangiert, genau, die Requisiten außenrum ausgedacht und dann auf den Tisch gelegt und abgefilmt. Das war eigentlich alles. Ein ewiger Prozess jetzt von Anfang Idee bis zum Dreh, aber hat sich gelohnt. Ja, ist geil geworden. Schaut es euch an. Im Grunde genommen läuft ohne Pizza gar nichts. Ich bin der Fabi Heil und ich bin Vorstand in der Medienoperative. Die Medienoperative Ulm ist ein Verein in Ulm, wie der Name schon sagt, für junge Menschen, die Bock auf alles Mögliche mit Medien haben. Video, Film, Audio, Fotografie, alles was dazugehört, Kurzfilme drehen und Musikvideos eben jetzt auch für Love 40 Down. Love 40 Down habe ich kennengelernt, den Daniel bei einem Projekt mit der Uni Ulm, und die sind dann auf uns zugekommen, weil wir auch das Projekt für Paulophon gemacht haben, das Musikvideo von Nein, und ja, so sind wir zusammengekommen und haben jetzt hier ein nettes Video gemacht. Nettes Scheiße, gell? Nein. Wir haben hier heute das Video zu Flares gedreht und auch gleich geschnitten. Das Video selber sieht sehr einfach aus, aber da steckt einiges an Arbeit noch dahinter, was wir im Vorhinein schon gemacht haben. Wir haben alle Fotos selber gemacht, das heißt, wir haben uns hier im Studio Zeit genommen mit Leuten aus der Medienoperative, mit Leuten von Drama Lama Ding Dong, mit anderen Leuten aus Ulm, Bekannten, Freunden, Verwandten. Haben wir hier alle Fotos selber gemacht. Bearbeitet, dass sie auch dass sie den Polaroid-Look haben. Und da hat dann die Band die besten Fotos ausgesucht, die haben wir ausgedruckt und daraus dann jetzt das Video zusammengelegt, sage ich mal. Du meinst dieses Handzeichen? Das ist ein stummer Hilferuf, also ein stilles Signal, was man benutzen kann. Also bei Violence at Home ist das ursprünglich von der Canadian Women's Foundation, so heißt die, ins Leben gerufen worden. Und das kann man eben verwenden, wenn man heimlich einen Hilferuf absetzen will, ohne dass man die Möglichkeit hat, wo anzurufen oder das eben laut auszusprechen. Dann kann man heimlich irgendwo unten oder irgendwann dieses Zeichen machen, und wir haben uns dazu entschieden, das in unserem Video zu verwenden, weil das bei uns einfach noch überhaupt nicht gebräuchlich ist. Das kennt fast niemand, das ist einfach ein ultra wichtiges Signal, und deswegen haben wir die Bilder aufgegriffen und wollen das einfach so ein bisschen verbreiten, dass das bei uns auch gebräuchlicher wird. Und das heißt einfach 540, 540. Das ist im Prinzip ein Emergency Call. Genau. So Jungs, Tag ist vorbei, wie war's? Mega. Alles Mega drin, was wir brauchen. Und Alles im Kasten, was wir brauchen. Was haben wir? Ein mordsmäßig gutes Video wahrscheinlich. Und kein Kader. Und kein Kader. Ja, wird super auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank nur an Medienoperative. Vielen Dank an ganz groß. Fabi, auch vielen Dank an alle, die daran mitgewirkt haben. Ja, großartig. Und jetzt räumen ab zu den Kindern! Yes, means yes.